Machegewebe auseinander. Professor Dr. Tatjana Lackmann hat mit der von ihr entwickelten Methode der paranormalen Chirurgie vielen Menschen geholfen, Symptome zu lindern, ja, Krankheiten vollständig zu heilen. Ich entferne das kranke Gewebe, das Spastik macht. Neben ihren Behandlungen, die das Unterbewusstsein mobilisieren, empfiehlt die Medizinerin das von ihr wiederentdeckte Dao-Yoga, das älteste Yoga der Welt. Mit Dao-Yoga kann die menschliche Fähigkeit zur Selbstheilung gesteigert und bleibende Heilung selbst bei von der konventionellen Medizin aufgegebenen Fällen erreicht werden. Ist besser, das ist besser geworden, ja? Das war jeden Tag. Gut. Also es ist einfach verschwunden. Super, okay. Normalerweise, Mensch macht alles ohne Verbindung zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Macht auf Folge von Krankheit, aber nicht auf die Ursache. Ursache ist im Gehirn, diese falsche Information. Und keine Wirkung auf diesen Bereich. Deswegen kommt alles zurück. Ja, Bewegung ein bisschen besser und danach kommt alles zurück, weil Krankheit sitzt im Unterbewusstsein und kämpft auf Selbst. Kämpft. Zuerst hilft und dann hilft nicht mehr. Und dann ist es noch schlimmer und geht Entwicklung von Krankheit. Durch diese Methode geht weg und kommt nicht zurück, weil geht Information direkt in den Unterbewusstsein. Multiple Sklerose, Parkinson, selbst Wirbelsäulenskoliose und Krebswucherungen sind so zu bewältigen. Nach Erfahrung von Professor Lackmann können Menschen alles erreichen, wenn sie es nur für möglich halten. Und ich werde berühren Ihre Haut mit Feuer. Ja? Und konzentrieren Sie sich, wie Sie spüren den Feuer. Und wie schnell machen Sie Ihren Arm weg. Okay, heben Sie Ihren Arm. So. Und stecken Sie so Ihren Arm. So, so. Kontrollieren Sie alles. Wie gesagt, machen Sie alles weg. Stellen Sie Ihre Füße zusammen. Okay. Gucken Sie bitte nach vorne, nach oben ein bisschen. Konzentrieren Sie sich bitte auf einen Punkt. Ohne Blinzeln mit den Augen. Und schließen Sie bitte die Augen. Konzentrieren Sie sich bitte auf meine Stimme. Ich werde jetzt Ihren Arm mit Feuer verbrennen. Feuer, Sie werden wie leichte Wärme spüren. Ihre Haut kriegt keine Verbrennung. Ich werde jetzt Ihren Arm mit Feuer verbrennen. Feuer, Sie werden wie leichte Wärme spüren. Ihre Haut kriegt keine Verbrennung. Jetzt, ich werde Ihren Arm mit Feuer verbrennen. Feuer, Sie werden wie leichte Wärme spüren. Ihre Haut kriegt keine Verbrennung. Jetzt öffnen Sie bitte die Augen. Heben Sie bitte Ihren Arm.
Was haben Sie gespürt? Es wurde heiß. Ja, Ja, unangenehm. Sie haben gleich Arm weggemacht. Ja, warum? Genau, Warum? weil es unangenehm war. Und nach dem Sitzen? Danach, beim zweiten Teil, ja, da habe ich erst nichts gespürt. Nichts gespürt. Ja. Aber ich habe länger gemacht, aber Ja. haben Sie keine Wärme gespürt, ja? Ein bisschen. Leichte Angenehme. Wärme. Eine angenehme Wärme, ja. Ja, okay. Was haben Sie vorher gespürt? Das erste Mal war es heiß, dann habe ich weg. Und das zweite Mal nachher ich habe es einfach gemerkt, die Wärme. Es war recht ziemlich warm, aber Und Ihre Haare wurden verbrannt? ja. Wurde verbrannt. Ja, was geschmeckt, ja. Das bedeutet, war genug Feuer. Haare wurde verbrannt. Aber Haut hat keine Verbrennung gekriegt. Das ist wichtig. Wichtig nicht, auch wichtig, was spürt Mensch danach? Mensch hat nicht so starke Feuer gespürt, Wirkung von Feuer, ja? Und deswegen ich habe länger berührt Haut als vorher. Und Haut muss Verbrennung kriegen. Aber Haut keine Verbrennung gekriegt. Warum? Weil war Trancezustand, Verbindung zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Und Unterbewusstsein hat Information gekriegt und macht sofort chemische Veränderung im Haut. Haut kriegt keine Verbrennung. Chemische Veränderung. Ist nicht so wichtig, was spürt Mensch, aber spürt weniger Feuer und deswegen ich kann länger berühren. Wichtig, dass Mensch hat keine Verbrennung. Haare wurde verbrannt, war genug Feuer. Das Haare wurde verbrannt, aber Haut hat keine Verbrennung gekriegt, weil Unterbewusst hat sofort chemische Veränderung im Haut. So, was haben Sie gespürt? Also gleich am Anfang habe ich schon mit der Angst so gespürt, dass gleich was verbrennen wird und habe auch die Hitze gespürt. Und beim zweiten Mal war es am Anfang relativ kühl und ist erst zum Schluss dann warm geworden. So, und ich habe auch länger gemacht, Ja. aber Haut hat keine Hat keine Verbrennung. Verbrennungen. Nein. Keine Verbrennung, nichts. Gut. Okay. Ja, hat keine. Zeigen Sie, Ihr Arm ist dunkel, das ist von Feuer, aber keine Verbrennung, keine Haare. Gute Verbrennung, echt. Ja, was haben Sie? Ja, ich habe jetzt auch keine Haare mehr. Ja, also am Anfang weggezogen, aber das hat schon, also die Haare sind weg. Aber, Es ist schon warm geworden, aber erträglich. ja, aber nicht so wie vorher. Nee, Das erste Mal haben Sie sehr schnell Arm weggemacht. Warum? ich will mich ja nicht verbrennen. Also. Ja, aber das zweite Mal wollen Das Sie, ja? zweite Mal war gut, ja. Okay. Nein, vielleicht das erste Mal war sehr, haben Sie Feuer gespürt, ja? Hitze von Feuer. Und zweite Mal nicht so. Es ist schon warm geworden, Ja, was gebrutzelt ja, hat. ja, Also, ja. Aber nicht so extrem wie erste Mal. Nein. Deswegen Sie konnten halten Arm. Genau, ja, das geht ja. gut. War nicht so schmerzhaft. Okay, und Sie? Das erste Mal fühlte sich beißend heiß an. Ich habe sehr schnell weggezogen, aus Angst, ja. Und beim zweiten Mal war es sehr angenehm warm. Ach, ja. Ja, und ich habe relativ am längsten berührt, aber keine Verbrennung. Ja. Das ist wichtig, keine Verbrennung. So, Das danke. ist von vorgestern am Topf. Ah, alles klar, das ist nicht von vorher, okay. Gucken Sie, von Top sofort, ja, was war das? Ich habe mich am heißen Topf, ich habe den heißen Topf berührt und mich sofort verbrannt. Ja, gucken Sie, Top, das ist keine Feuer und sofort Verbrennung. Das muss so sein, das ist normale Reaktion. Von Feuer muss auch sofort Verbrennung sein, aber keine Verbrennung, weil Unterbewusstsein hat chemische Zustand im Haut ersetzt, ja, und deswegen Haut kriegt keine Verbrennung. Okay, danke. Ich erkläre jetzt ein bisschen mehr. Menschen, die Dao-Yoga praktizieren, werden freier, verbessern ihre mentalen Fähigkeiten und können alles nach ihren Wünschen ändern. Das Ziel der Seminare, die in Deutschland und in der Schweiz stattfinden, ist, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, Dao-Yoga selbstständig zu praktizieren. Denn wie bei jeder Yoga-Form ist der Erfolg von Dao-Yoga abhängig vom Training, abhängig von der Intensität und Häufigkeit, mit der trainiert wird. Folgen wir Professor Lackmann bei ihrer ersten Übung.
Ja, linke Bein mit rechten Bein. Kreuzen Sie bitte. Linke Hand, Daumen und Mittelfinger zusammen. Rechte Hand unten von linker Hand, Daumen in den Kreis. Zunge nach oben. Und Sie sitzen auf dem Rand vom Stuhl. So. Rücken ist ganz gerade. Ein bisschen mehr Rücken drücken. Ja, stark. Und dann entspannen Sie sich. Sie werden spüren, Sie haben fixiert Rücken. Ja, kriegen Sie dieses Gefühl. Sie fixieren Rücken. Mehr nach vorne drücken. Mehr. Stark. Und dann entspannen. Und Ihr Rücken wurde fixiert. So. Zunge nach oben, ein bisschen geöffneter Mund und gucken Sie nach vorne, ein bisschen nach oben. Suchen Sie den Punkt, konzentrieren Sie sich bitte an diesen Punkt. Zählen Sie bis 7 ohne Blinzeln mit den Augen. Mit 7 machen Sie Augen zu. Entspannen Sie sich bitte. Entspannen Sie Ihre Stirn, alle Gedanken sind weg. Machen Sie Verbindung mit Ihrem inneren Universum. Innere Universum. Entspannen Sie Ihre Stirn, machen Sie Gefühl leicht und leer in der Stirn. Entspannen Sie Ihre Augen. Machen Sie Gefühl leicht und leer in den Augen. Entspannen Sie Ihre Wangen. Machen Sie Gefühl leicht und leer in den Wangen. Entspannen Sie bitte Ihren Mund. Machen Sie Gefühl leicht und leer im Mund. Entspannen Sie bitte Ihre Beine von unten nach oben. Und machen Sie Gefühl leicht und leer in den Beinen. Entspannen Sie bitte Ihre Arme von unten nach oben. Und machen Sie Gefühl leicht und leer in den Armen. Entspannen Sie bitte Ihren Bauch. Und machen Sie Gefühl leicht und leer im Bauch. Entspannen Sie bitte Ihren Rücken. Und machen Sie Gefühl leicht und leer im Rücken. Entspannen Sie bitte Ihren ganzen Körper. Und machen Sie Gefühl leicht und leer im ganzen Körper. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie drehen Ihre Augen nach hinten, Sie gucken in den Kopf. Im Kopf suchen Sie den leuchtenden Punkt. Natürlich drehen Sie nicht die Augen richtig um. Nur mit Ihrer Vorstellungskraft. Stellen Sie sich vor, Sie drehen Ihre Augen nach hinten um. Und Ihre Augen, die ganze Leben lang nach vorne geguckt, gucken jetzt nach hinten, nach innen. Und suchen Sie den kleinen leuchtenden Punkt im Kopf, weit, weit hinten. So klein wie Reiskern. Leuchtender Punkt, das ist Ihre eigene Kern von Gott. Wenn jemanden sieht, diesen Punkt nicht, verzweifeln Sie nicht. Sie können diesen Punkt vorstellen, um weiter Übung richtig zu machen. Stellen Sie sich vor, diesen Punkt und machen Sie feste Verbindung mit dem Punkt. Und gehen Sie zu diesem Punkt. Sie kommen näher und näher zu dem Punkt.
Dieser Punkt ist größer und größer geworden. Und treten Sie in den Punkt ein. Sie sind jetzt im Kern von Gott. Im eigenen Kern von Gott, am stärksten Energie im ganzen Welt. Er ist immer stark, kann nichts verändern, dieser Kern von Gott. Jetzt aus dieser Quelle von der Seele, aus eigenem Kern von Gott, Sie gucken oder auf ganze Welt oder auf innere Welt, alles ist Informationsmaterie. Das ist Ursprung von Seele, von ganzem Universum. Gibt es Theorie über Urknall. Das ist dieser Platz. Und Sie sind da. Sie gucken jetzt auf Universum, auf ganze Welt von diesem Punkt. Nach außen, nach innen, nach innere Universum. Unendliche. Alles ist Informationsmaterie. Oder nach vorne oder nach innen. Nicht nur Kopf, große Welt. Und Sie sind jetzt im zentralen Energiekanal. Führen Sie den Punkt durch den zentralen Energiekanal nach unten bis zu dem Platz, wo Sie sitzen. Und dann von unten führen Sie den Punkt nach oben bis zu der Spitze des Kopfes. Nach unten und nach oben, das ist einmal. Wiederholen Sie diesen Vorgang 7 Mal, diese magische Zahl 7. Diese Zahl verbindet uns mit Energiesäule. Diese Energie fließt von Hauptschöpfer, von Tiefere, von Universum. Wenn wir zählen bis 7 und gehen wir im Thronzustand oder machen wir jetzt diese Reinigung 7 Mal, wir sind in dieser Energiesäule von Energie von Hauptschöpfer. Silberweiße Energie, sie fließt wie eine Energiesäule durch ihren Körper, durch ihr Energiefeld, wie Wasserfall. Und der Körper, ihr Energiesystem wird von dieser Energie auch zusätzlich gereinigt. Mensch ist vieldimensionell und passiert das alles. Der zentrale Energiekanal wird von Kern von Gott gereinigt. Die Chakren, die der zentrale Energiekanal verbindet, werden von Kern von Gott gereinigt. Und Reinigung geht jetzt von dieser Energiesäule, von Hauptschöpfer, von Tiefere und von Universum. Das alles zusammen, ich nenne mit diesem Begriff Thronzustand. Keine Hypnose, Ihr Bewusstsein absolut klar, mehr klar als normal. Sie sind jetzt Supermensch, nicht Sklave. Ganz Ihr Energiesystem aktiviert sich jetzt. Und jetzt bringen Sie den Punkt nach unten, zu dem Platz, wo Sie sitzen. Stellen Sie sich vor, Ihre 2 Noch-Kanäle, hintere Energiekanal und vordere Energiekanal. Erste Umlaufbahn. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie pusten durch den vorderen Energiekanal auf die heißen Kohlen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf die heißen Kohlen und Sie pusten auf diese heißen Kohlen. Bei jedem Pusten entsteht Flamme auf dem Platz, wo Sie sitzen. Und mit Wärmegefühl. Und machen Sie extra mehr und mehr dieses Wärmegefühl. Mit diesem Schritt, Ihre Energie wird auf dem Platz, wo Sie sitzen, gesammelt. Die Energie wird sich auf dem Platz, wo Sie sitzen, gesammelt. Und jetzt bei Einatmung ziehen Sie Wärmeenergie durch den hinteren Energiekanal nach oben bis zu der Spitze des Kopfes. Bei Ausatmung führen Sie Energie wie Tropfen von kaltem Wasser durch den vorderen Energiekanal nach unten bis zu dem Platz, wo Sie sitzen.
Einatmen ziehen Sie Wärmeenergie aus, ausatmen Tropfen von kaltem Wasser. Nochmal, einatmen ziehen Sie Wärmeenergie aus, ausatmen Tropfen von kaltem Wasser. Nochmal, einatmen ziehen Sie Wärmeenergie durch den Hinterenergiekanal und jetzt machen Sie extra Gefühl, eine Tropfen von kaltem Wasser auf der Spitze des Kopfes. Und führen Sie diese Tropfen von kaltem Wasser bei Ausatmen durch den vorderen Energiekanal nach unten. Wiederholen Sie diesen Vorgang 18 oder 20 Mal. Entspannen Sie sich bitte, entspannen Sie sich bitte. Jetzt ein bisschen zusätzlich lernen wir etwas. Machen Sie Einatmung und stoppen Sie Atmung. Und jetzt nur mit eigenem Willen führen Sie Energie ohne Atmungen. Wärmeenergie durch den hinteren Energiekanal, kalte Energie durch den vorderen Energiekanal. Ohne Atmungen. Jetzt atmen Sie ein paar Mal tief. Kriegen Sie Sauerstoff. Und nochmal, Einatmung, stoppen Sie Atmung. Und führen Sie Energie, Wärmeenergie durch den hinteren Energiekanal, kalte Energie durch den vorderen Energiekanal, ohne Atmungen, einfach mit eigenem Willen. Nochmal atmen Sie. Und jetzt, ich möchte ein bisschen erklären, haben Sie jetzt gelernt, wie kann man Energie führen mit eigenem Willen? Für was habe ich das für Sie gegeben jetzt? Dass Sie verstehen, wir führen Energie nicht durch Einatmung und Ausatmung, nicht mit Luft, nicht mit diesen Atembewegungen, sondern parallel. Sie führen Energie mit eigenem Willen. Wie haben Sie jetzt ohne Atmungen gemacht? Nur anpassen Sie für Einatmung und für Ausatmung. Bei Einatmung mit eigenem Willen ziehen Sie Wärmeenergie durch den hinteren Energiekanal. Bei Ausatmung parallel. Sie führen kalte Energie durch den vorderen Energiekanal. Sie können Energie schneller führen als beendet Einatmung. Ihre Geschwindigkeit wird immer schneller und schneller. Und dann machen Sie kürzer, einfach kürzer, ruhiger Atmungen. Weil ich höre, wie Leute atmen tief und ziehen Energie mit Einatmung. Nein, muss man das nicht machen. Muss man parallel führen Energie für Einatmung. Mit eigenem Willen. Und schneller jedes Mal. Und dann Ihre Ein- und Ausatmungen können Sie kürzer machen, leichter. Und jetzt konzentrieren Sie sich bitte in der Mitte des Unterbauches. In der Mitte von ersten Kessel. Die Energie wird sich jetzt im ersten Kessel gesammelt. Einatmen ziehen Sie Wärmeenergie durch den hinteren Energiekanal. Ausatmen führen Sie Tropfen von kaltem Wasser durch den vorderen Energiekanal bis Punkt Chihai, unten von Bauchnabel 2 Finger. Und dann durch diesen Punkt führen Sie Energie nach innen in die Mitte des Unterbauches. Aber nach innen führen Sie neutrale Energie, nicht warm, nicht kalt, sondern neutral, normal. Und lassen Sie Energie in der Mitte des Unterbauches. Und dann nächste Portion. Einatmen ziehen Sie Wärmeenergie durch den hinteren Energiekanal aus. Ausatmen Tropfen von kaltem Wasser durch den vorderen Energiekanal bis Punkt Chihai. Und dann nach innen neutrale Energie. Nach innen in die Mitte des Unterbauches. Und bleibt Energie in der Mitte des Unterbauches. Und dann wiederholen Sie nochmal diesen Vorgang. Bringen Sie mehr und mehr Energie in die Mitte des Unterbauches, in die Mitte von ersten Kessel. Energie wird immer mehr und dann genug viel, dass entsteht Pulsation. Energie pulsiert, wie kleine Punkt, leicht pulsiert, wie Luft, Pulsation von Luft.
und bringen Sie neue Portion zu diesem pulsierenden Punkt, neue Portion von der Energie und merken Sie, wie pulsierende Energie breitet sich im Unterbauch aus. Neue Portion breitet sich im Unterbauch. Neue Portion noch mehr breitet sich im Unterbauch. Geht bis Wände von Körper und kann durch die Wände ausbreiten. Und Mensch kann das spüren, wie Energie pulsiert um den Körper. Das ist Lebensenergie. Sie bringen Energie in den ersten Kessel und hier Energie weiter, vergrößert, allein. Das ist Energie für Ihren Körper, sexuelle Energie, aber auch für den Körper, für die inneren Organe. Von dieser Energie geht Behandlung gegen altersbedingte Krankheiten. Die sind mit Älterungsprozess verbunden. Von diesem Älterungsprozess entwickeln. Mensch ist älter und älter, Organe sind auch älter und älter geworden. Und deswegen entstehen die Krankheiten. Funktion von den Organen senkt, weil Mensch verliert diese Lebensenergie. Aber jetzt, sie bringen diese Energie in den ersten Kessel und hier passiert alchemischer Prozess. Energie vergrößert. Sie werden mehr und mehr Energie haben. Und deswegen Älterungsprozess geht umgekehrt. Mit dieser Energie läuft Verjüngungsprozess, ja, kann man so sagen. Mensch ist jünger und jünger. Innere Organe sind jünger und jünger und diese altersbedingten Krankheiten gehen weg, weil Organe sind jünger, anatomisch und Physiologie auch regeneriert. Das ist Philosophie von dieser Übung. Warum? Altersbedingte Krankheiten gehen weg mit dieser Übung. Wirbelsäule ist jünger und mehr elastischer wird. Herz wird jünger und mehr Kraft für eigene Funktion wird haben. Leber, Bauchspeicheldrüse mit mehr und mehr Kraft, jünger und jünger. Muskeln, Haut, Immunsystem, Nervensystem wird jünger und mehr Kraft für eigene Funktion haben. Jeden Tag, dieser Prozess geht besser und besser, wenn Sie Dao-Yoga machen. Und ohne Ende, hat keine Grenze. Nicht so in 3 Monaten so und kann nicht besser sein. Nein, wenn Sie machen weiter, noch besser, ohne Ende, ohne Grenze. Das ist großer Fehler, Dao-Yoga sagt, das ist großer Fehler, dass Mensch ist älter und älter ist. Er ist Sklave von Älterungsprozess. Dao-Yoga sagt, das ist Fehler. Mensch hat Mechanismus, aber benutzt diesen Mechanismus nicht. Wie kann man jung bleiben und gesund, nicht mit altersbedingten Krankheiten? Das ist Fehler. Mensch ist faul, Mensch macht nicht diese Übungen, ja, oder verliert diese Kenntnisse und deswegen ist es so geworden. Das ist nicht normal, dass Mensch ist älter und älter ist. Mensch muss nicht so sein, sagt Dao-Yoga. Mensch hat andere Mechanismen, das ist wie mit Herz. Wenn Herz arbeitet nicht, Blut fließt nicht durch Blutgefäße und Mensch stirbt. Warum? Weil er macht Fehler. Das, was von Natur, von ganzem Universum Mensch hat gekriegt, er benutzt das nicht. Deswegen Fehler und kriegt Krankheiten. Um zu leben, wir essen. Aber gibt es andere Ebenen. Um zu leben, muss man Dao-Yoga machen. Nicht, ich sage Dao-Yoga, das ist nicht spirituelle Yoga. Arbeiten mit eigener Energie, besser so sagen. Frei von diesen Begriffen sein, einfach benutzen eigene
Energie, ihre Funktion, ihre Bewegung, dieser alchemische Prozess, mit das muss man leben, aktivieren immer. Dann kommt keine Fehler, Älterungsprozess. Zeigen Sie bitte jetzt, konzentrieren Sie sich bitte und zeigen Sie bitte jetzt, wer hat Pulsation im Unterbauch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31. Ja, super, danke. Gestern war 8, heute 31. Ich habe gesagt, heute wird mehr. Warum? Weil Sie haben schon mehr Energie. Sie haben gestern gemacht Übung. Nicht so viele Leute hatten diese Pulsation, war nicht genug Energie, um Pulsation zu spüren. Und dann 24 Stunden, bis jetzt. Energie wurde vergrößert allein. Und deswegen heute mehr Leute haben automatisch Pulsation gekriegt. Das bedeutet, sie haben jetzt mehr Energie. Die Leute, die haben noch keine Pulsation, verzweifeln sie nicht, sie kriegen das auch. Einfach nicht alle haben gleiche Menge von Lebensenergie zu diesem Moment. Jemanden mehr, jemanden weniger und ein paar Tage und sie kriegen auch diese Pulsation, weil Energie wird mehr und mehr. So, jetzt stellen Sie die Füße parallel zusammen. Die Fußsohlen miteinander. Und die Hände auf die Oberschenkel mit geschlossenen Augen. Ja? Und entspannen Sie sich bitte. Und wiederholen Sie bitte. Leise im Kopf. Ich liebe die ganze Welt. Alle Lebewesen. Das ganze Universum. Ich liebe meine Familie. Ich sage immer die Wahrheit. Ich habe alles, was ich brauche. Ich lebe in Fülle. Ich bin ruhig in Leid und Freude. Ich liebe die ganze Welt. Alle Lebewesen. Das ganze Universum. Ich liebe meine Familie. Ich sage immer die Wahrheit. Ich habe alles, was ich brauche. Ich lebe in Fülle. Ich bin ruhig in Leid und Freude. Ich liebe die ganze Welt. Alle Lebewesen. Das ganze Universum. Ich liebe meine Familie. Ich sage immer die Wahrheit. Ich habe alles, was ich brauche. Ich lebe in Fülle. Ich bin ruhig in Leid und Freude. Und jetzt wiederholen Sie bitte noch einen Satz. Ich zähle bis 3. Mit 3, ich öffne die Augen und ich komme aus diesem Zustand mit leichtem und klarem Kopf, mit wunderbarer Laune, mit vollkommener Gesundheit. Zählen Sie bis 3 und öffnen Sie die Augen. Okay. Schon bald kommt bei den Teilnehmern die Lebensenergie wieder stärker in Fluss. Durch die Übungen des Dao-Yoga kann man diese Energie sammeln und steigern. Ich habe viel mehr Energie gekriegt. Viel mehr Energie, das spüren Sie, ja? Ja. Gut. Okay. Was haben Sie gekriegt? Anschließend wird durch weitere Übungen diese Energie in kreative Energie umgewandelt. Auf diese Art ist sie noch stärker und erzielt einen höheren Behandlungserfolg. Und ich möchte für Sie sagen, diese kreative Energie, sie ist am stärksten Energie in dieser Welt. Sie regiert mit dieser Welt, mit Schöne. Mit
kreativer Energie ist es dem Menschen zum Beispiel möglich, ein größeres künstlerisches Verständnis zu entwickeln. Durch weitere Übungen kann diese Energie dann in göttliche Energie umgewandelt werden. Göttliche Energie ist die stärkste Energieform und eröffnet den Menschen viele Fähigkeiten. Die ist am stärksten im ganzen Universum und sie wirkt mit voller Kraft gegen alle Krankheiten. Ihr Ziel trotzdem jetzt Gesundheit. Philosophie ist Philosophie, das kommt automatisch dazu, aber wichtig Gesundheit. Diese Energie wirkt gegen alle Krankheiten mit großer, starker Kraft. Das ist göttliche Energie. Und diese Energie kann man mehr und mehr haben. Die grundsätzliche Ausrichtung ist nicht nur geistig belebend, sondern regeneriert alle Organe. Sie ermöglicht ihnen, tieferes Verständnis für andere zu gewinnen und hilft auf spirituelle Art, das eigene Leben auf den richtigen Weg zu bringen. Bis Beschwerden weggehen. Ihr Energiesystem wird von dieser Energie auch zusätzlich gereinigt. Der Mensch ist vieldimensionell und passiert das alles. Der zentrale Energiekanal wird von Kern von Gott gereinigt. Die Chakren, die der zentrale Energiekanal verbindet, werden von Kern von Gott gereinigt. Und Reinigung geht jetzt von dieser Energiesäule, von Hauptschöpfer, von Tiefer und von Universum. Das alles zusammen, ich nenne mit diesem Begriff Trancezustand. Keine Hypnose, ihr Bewusstsein absolut klar, mehr klar als normal. Sie sind jetzt Supermensch, nicht Sklave. Das ganze ihr Energiesystem aktiviert sich jetzt. Und jetzt bringen Sie den Punkt nach unten, zu dem Platz, wo Sie sitzen. Stellen Sie sich vor, Ihre zwei Noch-Kanäle, hintere Energiekanal und vordere Energiekanal. Erste Umlaufbahn. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie pusten durch den vorderen Energiekanal auf die heiße Kohlen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf die heiße Kohlen und Sie pusten auf diese heiße Kohlen. Bei jedem Pusten entsteht Flamme auf dem Platz, wo Sie sitzen. Und mit Wärmegefühl. Und machen Sie extra mehr und mehr dieses Wärmegefühl. Mit diesem Schritt, Ihre Energie wird auf dem Platz, wo Sie sitzen, gesammelt. Die Energie wird sich auf dem Platz, wo Sie sitzen, gesammelt. Und jetzt bei Einatmung ziehen Sie Wärmeenergie durch den hinteren Energiekanal nach oben bis zu der Spitze des Kopfes. Bei Ausatmung führen Sie Energie wie Tropfen von kaltem Wasser durch den vorderen Energiekanal nach unten bis zu dem Platz, wo Sie sitzen. Einatmen ziehen Sie Wärmeenergie aus, Ausatmen Tropfen von kaltem Wasser. Nochmal, einatmen ziehen Sie Wärmeenergie aus, ausatmen Tropfen von kaltem Wasser. Nochmal,
Einatmen ziehen Sie Wärmeenergie durch den hinteren Energiekanal und jetzt machen Sie extra Gefühl, einen Tropfen von kaltem Wasser auf der Spitze des Kopfes. Und führen Sie diese Tropfen von kaltem Wasser bei Ausatmung durch den vorderen Energiekanal nach unten. Wiederholen Sie diesen Vorgang 18 oder 20 Mal. Entspannen Sie sich bitte, entspannen Sie sich bitte. Jetzt ein bisschen zusätzlich lernen wir etwas. Machen Sie Einatmung und stoppen Sie Atmung. Und jetzt nur mit eigenem Willen führen Sie Energie ohne Atmungen. Wärmeenergie durch den hinteren Energiekanal, kalte Energie durch den vorderen Energiekanal. Ohne Atmungen. Jetzt atmen Sie ein paar Mal tief. Kriegen Sie Sauerstoff. Und nochmal, Einatmung, stoppen Sie Atmung und führen Sie Energie. Wärmeenergie durch den hinteren Energiekanal, kalte Energie durch den vorderen Energiekanal. Ohne Atmungen. Einfach mit eigenem Willen. Nochmal atmen Sie. Und jetzt, ich möchte ein bisschen erklären. Haben Sie jetzt gelernt, wie kann man Energie führen mit eigenem Willen? Für was habe ich das für Sie gegeben jetzt? Dass Sie verstehen, wir führen Energie nicht durch Einatmung und Ausatmung, nicht mit Luft, nicht mit diesen Atembewegungen, sondern parallel. Sie führen Energie mit eigenem Willen. Wie haben Sie jetzt ohne Atmungen gemacht? Nur anpassen Sie für Einatmung und für Ausatmung. Bei Einatmung mit eigenem Willen ziehen Sie Wärmeenergie durch den hinteren Energiekanal. Bei Ausatmung parallel. Sie führen kalte Energie durch den vorderen Energiekanal. Sie können Energie schneller führen als beendet Einatmung. Ihre Geschwindigkeit wird immer schneller und schneller. Und dann machen Sie kürzer, einfach kürzer, ruhiger Atmungen. Weil ich höre, wie Leute atmen tief und ziehen Energie mit Einatmung. Nein, muss man das nicht machen. Muss man parallel führen Energie für Einatmung. Mit eigenem Willen. Und schneller jedes Mal. Und dann Ihre Ein- und Ausatmungen können Sie kürzer machen, leichter. Und jetzt konzentrieren Sie sich bitte in der Mitte des Unterbauches. In der Mitte von ersten Kessel. Die Energie wird sich jetzt im ersten Kessel gesammelt. Einatmen ziehen Sie Wärmeenergie durch den hinteren Energiekanal. Ausatmen führen Sie Tropfen von kaltem Wasser durch den vorderen Energiekanal bis Punkt Chihai, unten von Bauchnabel 2 Finger. Und dann durch diesen Punkt führen Sie Energie nach innen in die Mitte des Unterbauches. Aber nach innen führen Sie neutrale Energie, nicht warm, nicht kalt, sondern neutral, normal. Und lassen Sie Energie in der Mitte des Unterbauches. Und dann nächste Portion. Es wurde heiß. Ja, unangenehm. Ich habe gleich Arm weggemacht. Ja, warum? Genau, Warum? weil es unangenehm war. Und nach dem Sätze? Danach, beim zweiten Teil, ja, da habe ich erst nichts gespürt. Nichts gespürt. Ja. Aber ich habe länger gemacht, aber Ja. haben Sie keine Wärme gespürt, ja? Ein bisschen. Leichte Angenehme. Wärme. Eine angenehme Wärme, ja. Ja, okay. Was haben Sie vorher gespürt? Das erste Mal war es heiß, dann habe ich weg. Und das zweite Mal nachher ich habe es einfach gemerkt, die Wärme war recht ziemlich warm, aber Und Ihre Haare wurden verbrannt? ja. Wurde verbrannt. Ja, das geschmeckt, ja. Das bedeutet, war genug Feuer. Haare wurde verbrannt. Aber Haut hat keine Verbrennung gekriegt. Das ist wichtig. Wichtig nicht, auch wichtig, was spürt Mensch danach? Mensch hat nicht so starke Feuer gespürt, Wirkung von Feuer, ja? Und deswegen ich habe länger berührt Haut als vorher. Und Haut muss Verbrennung kriegen. Aber Haut keine Verbrennung gekriegt. Warum? Weil war
Thronzustand, Verbindung zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Und Unterbewusstsein hat Information gekriegt und macht sofort chemische Veränderung im Haut. Haut kriegt keine Verbrennung. Chemische Veränderung. Ist nicht so wichtig, was spürt Mensch, aber spürt weniger Feuer und deswegen ich kann länger berühren. Wichtig, dass Mensch hat keine Verbrennung. Haare wurde verbrennt, war genug Feuer. Das Haare wurde verbrennt, aber Haut hat keine Verbrennung gekriegt, weil Unterbewusst hat sofort chemische Veränderung im Haut. So, was haben Sie gespürt? Also gleich am Anfang habe ich schon mit der Angst so gespürt, dass gleich was verbrennen wird und habe auch die Hitze gespürt. Und beim zweiten Mal war es am Anfang relativ kühl und ist erst zum Schluss dann warm geworden. So, und ich habe auch länger gemacht, Ja. aber Haut hat keine Verbrennungen. Nein. Keine Verbrennung, nichts. Gut. Okay. Ja, hat keine. Zeigen Sie, Ihr Arm ist dunkel, das ist von Feuer, aber keine Verbrennung, keine Haare. Gute Verbrennung, echt. Ja, was haben Sie? Ja, ich habe jetzt auch keine Haare mehr. Ja, also am Anfang weggezogen, aber das hat schon, also die Haare sind weg. Aber, Es ist schon warm geworden, aber erträglich. ja, aber nicht so wie vorher. Nee, Das erste Mal haben Sie sehr schnell Arm weggemacht. Warum? ich will mich ja nicht verbrennen. Also. Ja, aber das zweite Mal wollen Das Sie, zweite ja? Mal war gut, ja. Okay. Nein, vielleicht das erste Mal war sehr haben Sie Feuer gespürt, ja? Hitze von Feuer. Und zweite Mal nicht so. Es ist schon warm geworden, Ja, was gebrutzelt hat. ja, Also, ja. Aber nicht so extrem wie erste Mal. Nein. Deswegen Sie konnten halten Arm. Genau, ja, ja, das geht ja. gut, War nicht so schmerzhaft. Okay, und Sie? Das erste Mal fühlte sich beißend heiß an. Ich habe sehr schnell weggezogen, aus Angst. Ja. Und beim zweiten Mal war es sehr angenehm warm. Einfach, ja. Ja, und ich habe relativ am längsten berührt, aber keine Verbrennung. Ja. Das ist wichtig, keine Verbrennung. So, Das danke. ist von vorgestern am Topf. Ah, alles klar, das ist nicht von vorher, okay. Gucken Sie, von Top sofort, ja, Ja. Was war das? Ich habe mich am heißen Topf, ich habe den heißen Topf berührt und mich sofort verbrannt. Ja, gucken Sie, Top, das ist keine Feuer und sofort Verbrennung. Das muss so sein, das ist normale Reaktion. Von Feuer muss auch sofort Verbrennung sein, aber keine Verbrennung, weil Unterbewusstsein hat chemische Zustand im Haut ersetzt, ja, und deswegen Haut kriegt keine Verbrennung. Okay, danke. Ich erkläre jetzt ein bisschen mehr. Menschen, die Dao-Yoga praktizieren, werden freier, verbessern ihre mentalen Fähigkeiten und können alles nach ihren Wünschen ändern. Das Ziel der Seminare, die in Deutschland und in der Schweiz stattfinden, ist, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, Dao-Yoga selbstständig zu praktizieren. Denn wie bei jeder Yoga-Form ist der Erfolg von Dao-Yoga abhängig vom Training, abhängig von der Intensität und Häufigkeit, mit der trainiert wird. Folgen wir Professor Lackmann bei ihrer ersten Übung. Ja, linke Bein mit rechtem Bein. Kreuzen Sie bitte. Linke Hand, Daumen und Mittelfinger zusammen. Rechte Hand unten von linker Hand, Daumen in den Kreis. Zunge nach oben. Und Sie sitzen auf dem Rand vom Stuhl. So. Rücken ist ganz gerade. Ein bisschen mehr Rücken drücken. Ja, stark und dann entspannen Sie sich. Sie werden spüren, Sie haben fixiert Rücken. Ja, kriegen Sie dieses Gefühl. Sie fixieren Rücken. Mehr nach vorne drücken, mehr, stark. Und dann entspannen. Und Ihre Rücken wurde fixiert. So. Zunge nach oben, ein bisschen geöffneter Mund und gucken Sie nach vorne, ein bisschen nach oben. Suchen Sie den Punkt. Konzentrieren Sie sich bitte an diesen Punkt. Zählen Sie bis 7 ohne Blinzeln mit den Augen. Mit 7 machen Sie Augen zu. Entspannen Sie sich bitte.
Entspannen Sie Ihre Stirn, alle Gedanken sind weg. Machen Sie Verbindung mit Ihrem inneren Universum. Innere Universum. Einatmen, ziehen Sie Wärmeenergie durch den hinteren Energiekanal aus. Ausatmen, Tropfen von kaltem Wasser durch den vorderen Energiekanal bis Punkt Chihai. Und dann nach innen neutrale Energie. Nach innen in die Mitte des Unterbauches. Und bleibt Energie in der Mitte des Unterbauches. Und dann wiederholen Sie nochmal diesen Vorgang. Bringen Sie mehr und mehr Energie in die Mitte des Unterbauches, in die Mitte von ersten Kessel. Energie wird immer mehr und dann genug viel, dass entsteht Pulsation. Energie pulsiert, wie kleine Punkt, leicht pulsiert, wie Luft, Pulsation von Luft. Und bringen Sie neue Portion zu diesem pulsierenden Punkt, neue Portion von der Energie und merken Sie, wie pulsierende Energie breitet sich im Unterbauch aus. Neue Portion breitet sich im Unterbauch. Neue Portion noch mehr breitet sich im Unterbauch. Geht bis Wände von Körper und kann durch die Wände ausbreiten. Und Mensch kann das spüren, wie Energie pulsiert um den Körper. Das ist Lebensenergie. Sie bringen Energie in den ersten Kessel und hier Energie weiter, vergrößert, allein. Das ist Energie für Ihren Körper, sexuelle Energie, aber auch für den Körper, für die inneren Organe. Von dieser Energie geht Behandlung gegen altersbedingte Krankheiten. Die sind mit Älterungsprozess verbunden. Von diesem Älterungsprozess entwickeln. Mensch ist älter und älter, Organe sind auch älter und älter geworden. Und deswegen entstehen die Krankheiten. Funktion von den Organen senkt, weil Mensch verliert diese Lebensenergie. Aber jetzt sie bringen diese Energie in den ersten Kessel und hier passiert alchemischer Prozess. Energie vergrößert. Sie werden mehr und mehr Energie haben. Und deswegen Älterungsprozess geht umgekehrt. Mit dieser Energie läuft Verjüngungsprozess, ja, kann man so sagen. Mensch ist jünger und jünger. Innere Organe sind jünger und diese altersbedingten Krankheiten gehen weg, weil Organe sind jünger, anatomisch und Physiologie auch regeneriert. Das ist Philosophie von dieser Übung. Warum? Altersbedingte Krankheiten gehen weg mit dieser Übung. Wirbelsäule ist jünger und mehr elastischer wird. Herz wird jünger und mehr Kraft für eigene Funktion wird haben. Leber, Bauchspeicheldrüse mit mehr und mehr Kraft, jünger und jünger. Muskeln, Haut, Immunsystem, Nervensystem wird jünger und mehr Kraft für eigene Funktion haben. Jeden Tag, dieser Prozess geht besser und besser, wenn Sie Dao-Yoga machen. Und ohne Ende, hat keine Grenze. Nicht so in 3 Monaten so und kann nicht besser sein. Nein, wenn Sie machen weiter, noch besser, ohne Ende, ohne Grenze. Das ist großer Fehler, Dao-Yoga sagt, das ist großer Fehler, dass Mensch ist älter und älter ist. Er ist Sklave von Älterungsprozess. Dao-Yoga sagt, das ist Fehler. Mensch hat Mechanismus, aber benutzt diesen Mechanismus nicht. Wie kann man jung bleiben und gesund, nicht mit altersbedingten Krankheiten? Das ist Fehler,
Mensch ist faul, Mensch macht nicht diese Übungen, ja, oder verliert diese Kenntnisse und deswegen ist es so geworden. Das ist nicht normal, dass Mensch ist älter und älter ist. Mensch muss nicht so sein, sagt Dao-Yoga. Mensch hat andere Mechanismen. Das ist wie mit Herz. Wenn Herz arbeitet nicht, Blut fließt nicht durch Blutgefäße. Und Mensch stirbt. Warum? Weil er macht Fehler. Das, was von Natur, von ganzem Universum Mensch hat gekriegt, er benutzt das nicht. Deswegen Fehler und kriegt Krankheiten. Um zu leben, wir essen. Aber gibt es andere Ebenen. Um zu leben, muss man Dao-Yoga machen. Nicht, ich sage Dao-Yoga, das ist nicht spirituelle Yoga. Arbeiten mit eigener Energie, besser so sagen. Frei von diesen Begriffen sein, einfach benutzen eigene Energie, ihre Funktion, ihre Bewegung. Dieser alchemische Prozess, mit das muss man leben. Aktivieren immer. Dann kommt keine Fehler, Älterungsprozess. Zeigen Sie bitte jetzt. Professor Dr. Tatjana Lackmann hat mit der von ihr entwickelten Methode der paranormalen Chirurgie vielen Menschen geholfen, Symptome zu lindern, ja, Krankheiten vollständig zu heilen. Entferne das kranke Gewebe, das Spastik macht. Neben ihren Behandlungen, die das Unterbewusstsein mobilisieren, empfiehlt die Medizinerin das von ihr wiederentdeckte Dao-Yoga, das älteste Yoga der Welt. Mit Dao-Yoga kann die menschliche Fähigkeit zur Selbstheilung gesteigert und bleibende Heilung selbst bei von der konventionellen Medizin aufgegebenen Fällen erreicht werden. Ist besser, das ist besser geworden, ja? Das war jeden Tag. Gut. Also es ist einfach verschwunden. Super, okay. Normalerweise, Mensch macht alles ohne Verbindung zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Macht auf Folge von Krankheit, aber nicht auf die Ursache. Ursache ist im Gehirn, diese falsche Information. Und keine Wirkung auf diesen Bereich. Deswegen kommt alles zurück. Ja, Bewegung ein bisschen besser und danach kommt alles zurück, weil Krankheit sitzt im Unterbewusstsein und kämpft auf Selbst. Kämpft. Zuerst hilft und dann hilft nicht mehr. Und dann ist es noch schlimmer und geht Entwicklung von Krankheit. Durch diese Methode geht weg und kommt nicht zurück, weil geht Information direkt in den Unterbewusstsein. Multiple Sklerose, Parkinson, selbst Wirbelsäulenskoliose und Krebswucherungen sind so zu bewältigen. Nach Erfahrung von Professor Lackmann können Menschen alles erreichen, wenn sie es nur für möglich halten. Und ich werde berühren Ihre Haut mit Feuer. Ja? Und konzentrieren Sie sich, wie Sie spüren den Feuer. Und wie schnell machen Sie Ihren Arm weg. Okay, heben Sie Ihren Arm so, und stecken Sie so Ihren Arm. So. Kontrollieren Sie alles.
wird gesagt, machen Sie alles weg. Stellen Sie Ihre Füße zusammen. Okay. Gucken Sie bitte nach vorne, nach oben ein bisschen. Konzentrieren Sie sich bitte auf einen Punkt, ohne Blinzeln mit den Augen. Und schließen Sie bitte die Augen. Konzentrieren Sie sich bitte auf meine Stimme. Ich werde jetzt Ihren Arm mit Feuer verbrennen. Feuer, Sie werden wie leichte Wärme spüren. Ihre Haut kriegt keine Verbrennung. Ich werde jetzt Ihren Arm mit Feuer verbrennen. Feuer, Sie werden wie leichte Wärme spüren. Ihre Haut kriegt keine Verbrennung. Jetzt ich werde Ihren Arm mit Feuer verbrennen. Feuer, Sie werden wie leichte Wärme spüren. Ihre Haut kriegt keine Verbrennung. Jetzt öffnen Sie bitte die Augen. Heben Sie bitte Ihren Arm. Danke. Was haben Sie gespürt? Entspannen Sie Ihre Stirn, machen Sie Gefühl leicht und leer in der Stirn. Entspannen Sie Ihre Augen. Machen Sie Gefühl leicht und leer in den Augen. Entspannen Sie Ihre Wangen. Machen Sie Gefühl leicht und leer in den Wangen. Entspannen Sie bitte Ihren Mund. Machen Sie Gefühl leicht und leer im Mund. Entspannen Sie bitte Ihre Beine von unten nach oben. Und machen Sie Gefühl leicht und leer in den Beinen. Entspannen Sie bitte Ihre Arme von unten nach oben. Und machen Sie Gefühl leicht und leer in den Armen. Entspannen Sie bitte Ihren Bauch. Und machen Sie Gefühl leicht und leer im Bauch. Entspannen Sie bitte Ihren Rücken. Und machen Sie Gefühl leicht und leer im Rücken. Entspannen Sie bitte Ihren ganzen Körper. Und machen Sie Gefühl leicht und leer im ganzen Körper.
Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie drehen Ihre Augen nach hinten, Sie gucken in den Kopf. Im Kopf suchen Sie den leuchtenden Punkt. Natürlich drehen Sie nicht die Augen richtig um. Nur mit Ihrer Vorstellungskraft. Stellen Sie sich vor, Sie drehen Ihre Augen nach hinten um und Ihre Augen, die ganze Leben lang nach vorne geguckt, gucken jetzt nach hinten, nach innen. Und suchen Sie den kleinen leuchtenden Punkt im Kopf, weit, weit hinten. So klein wie Reiskern. Leuchtender Punkt, das ist Ihre eigene Kern von Gott. Wenn jemanden sieht, diesen Punkt nicht, verzweifeln Sie nicht. Sie können diesen Punkt vorstellen, um weiter Übung richtig zu machen. Stellen Sie sich vor, diesen Punkt und machen Sie feste Verbindung mit dem Punkt. Und gehen Sie zu diesem Punkt. Sie kommen näher und näher zu dem Punkt. Dieser Punkt ist größer und größer geworden. Und treten Sie in den Punkt ein. Sie sind jetzt im Kern von Gott. Im eigenen Kern von Gott, am stärksten Energie im ganzen Welt. Er ist immer stark, kann nichts verändern, dieser Kern von Gott. Jetzt aus dieser Quelle von der Seele, aus eigenem Kern von Gott, Sie gucken oder auf ganze Welt oder auf innere Welt, alles ist Informationsmaterie. Das ist Ursprung von Seele, von ganzem Universum. Gibt es Theorie über Urknall. Das ist dieser Platz. Und Sie sind da. Sie gucken jetzt auf Universum, auf ganze Welt von diesem Punkt. Nach außen, nach innen, nach innere Universum, unendliche. Alles ist Informationsmaterie. Oder nach vorne oder nach innen. Nicht nur Kopf, große Welt. Und Sie sind jetzt im zentralen Energiekanal. Führen Sie den Punkt durch den zentralen Energiekanal nach unten bis zu dem Platz, wo Sie sitzen. Und dann von unten führen Sie den Punkt nach oben bis zu der Spitze des Kopfes. Nach unten und nach oben, das ist einmal. Wiederholen Sie diesen Vorgang 7-mal, diese magische Zahl 7. Diese Zahl verbindet uns mit Energiesäule. Diese Energie fließt von Hauptschöpfer, von Tiefere, von Universum. Wenn wir zählen bis 7 und gehen wir im Trancezustand oder machen wir jetzt diese Reinigung 7-mal, wir sind in dieser Energiesäule von Energie von Hauptschöpfer. Silberweiße Energie, sie fließt wie eine Energiesäule durch ihren Körper, durch ihr Energiefeld, wie Wasserfall. Und der Körper, ihr Energiesystem wird von dieser Energie auch zusätzlich gereinigt. Mensch ist vieldimensionell und passiert das alles. Der zentrale Energiekanal wird von Kern von Gott gereinigt. Die Chakren, die der zentrale Energiekanal verbindet, werden von Kern von Gott gereinigt. Und Reinigung geht jetzt von dieser Energiesäule, von Hauptschöpfer, von Tiefere und von Universum. Das alles zusammen, ich nenne mit diesem Begriff Trancezustand. Keine Hypnose, Ihr Bewusstsein absolut klar, mehr klar als normal.
Sie sind jetzt Supermensch. Nicht Sklave. Ganze Ihr Energiesystem aktiviert sich jetzt. Und jetzt bringen Sie den Punkt nach unten, zu dem Platz, wo Sie sitzen. Stellen Sie sich vor, Ihre zwei Noch-Kanäle, hintere Energiekanal und vordere Energiekanal. Erste Umlaufbahn. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie pusten durch den vorderen Energiekanal auf die heißen Kohlen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf die heißen Kohlen und Sie pusten auf diese heißen Kohlen. Bei jedem Pusten entsteht Flamme auf dem Platz, wo Sie sitzen. Und mit Wärmegefühl. Und machen Sie extra mehr und mehr dieses Wärmegefühl. Mit diesem Schritt, Ihre Energie wird auf dem Platz, wo Sie sitzen, gesammelt. Die Energie wird sich auf dem Platz, wo Sie sitzen, gesammelt. Und jetzt bei Einatmung ziehen Sie Wärmeenergie durch den hinteren Energiekanal nach oben bis zu der Spitze des Kopfes. Bei Ausatmung führen Sie Energie wie Tropfen von kaltem Wasser durch den vorderen Energiekanal nach unten bis zu dem Platz, wo Sie sitzen. Einatmen ziehen Sie Wärmeenergie aus, Ausatmen Tropfen von kaltem Wasser. Nochmal, einatmen ziehen Sie Wärmeenergie aus, ausatmen Tropfen von kaltem Wasser. Nochmal, einatmen ziehen Sie Wärmeenergie durch den hinteren Energiekanal und jetzt machen Sie extra Gefühl, eine Tropfen von kaltem Wasser auf der Spitze des Kopfes. Und führen Sie diese Tropfen von kaltem Wasser bei Ausatmen durch den vorderen Energiekanal nach unten. Wiederholen Sie diesen Vorgang 18 oder 20 Mal. Entspannen Sie sich bitte, entspannen Sie sich bitte. Jetzt ein bisschen zusätzlich lernen wir etwas. Machen Sie Einatmung und stoppen Sie Atmung. Und jetzt nur mit eigenem Willen führen Sie Energie ohne Atmungen. Wärmeenergie durch den hinteren Energiekanal, kalte Energie durch den vorderen Energiekanal. Ohne Atmungen. Jetzt atmen Sie ein paar Mal tief, kriegen Sie Sauerstoff. Und nochmal, Einatmung, stoppen Sie Atmung und führen Sie Energie. Wärmeenergie durch den hinteren Energiekanal, kalte Energie durch den vorderen Energiekanal. Ohne Atmungen. Einfach mit eigenem Willen. Nochmal atmen Sie. Und jetzt, ich möchte ein bisschen erklären, haben Sie jetzt gelernt, wie kann man Energie führen mit eigenem Willen. Für was habe ich das für Sie gegeben jetzt? Dass Sie verstehen, wir führen Energie nicht durch Einatmung und Ausatmung, nicht mit Luft, nicht mit diesen Atembewegungen, sondern parallel. Sie führen Energie mit eigenem Willen. Wie haben Sie jetzt ohne Atmungen gemacht? Nur anpassen Sie für Einatmung und für Ausatmung. Bei Einatmung mit eigenem Willen ziehen Sie Wärmeenergie durch den hinteren Energiekanal. Bei Ausatmung parallel. Sie führen kalte Energie durch den vorderen Energiekanal. Sie können Energie schneller führen als beendet Einatmung. Ihre Geschwindigkeit wird immer schneller und schneller. Und dann machen Sie kürzer, einfach kürzer, ruhiger Atmungen. Weil ich höre, wie Leute atmen tief und ziehen Energie mit Einatmung. Nein, muss man das nicht machen. Muss man parallel führen Energie für Einatmung. Mit eigenem Willen. Und schneller jedes Mal. Und dann Ihre Ein- und Ausatmungen können Sie kürzer machen, leichter. Und jetzt konzentrieren Sie sich bitte in der Mitte des Unterbauches. In der Mitte von ersten Kessel. Die Energie wird sich jetzt im ersten Kessel gesammelt.
Einatmen ziehen Sie Wärmeenergie durch den Hinterenergiekanal. Ausatmen führen Sie Tropfen von kaltem Wasser durch den vorderen Energiekanal bis Punkt Chihai, unten von Bauchnabel 2 Finger. Und dann durch diesen Punkt führen Sie Energie nach innen in die Mitte des Unterbauches. Aber nach innen führen Sie neutrale Energie, nicht warm, nicht kalt, sondern neutral, normal. Und lassen Sie Energie in der Mitte des Unterbauches. Und dann nächste Portion. Einatmen ziehen Sie Wärmeenergie durch den hinteren Energiekanal aus. Ausatmen Tropfen von kaltem Wasser durch den vorderen Energiekanal bis Punkt Chihai. Und dann nach innen neutrale Energie. Nach innen in die Mitte des Unterbauches. Und bleibt Energie in der Mitte des Unterbauches. Und dann wiederholen Sie nochmal diesen Vorgang. Bringen Sie mehr und mehr Energie in die Mitte des Unterbauches, in die Mitte von ersten Kessel. Energie wird immer mehr und dann genug viel, dass entsteht Pulsation. Energie pulsiert, wie kleine Punkt, leicht pulsiert, wie Luft, Pulsation von Luft. Und bringen Sie neue Portion zu diesem pulsierenden Punkt, neue Portion von der Energie und merken Sie, wie pulsierende Energie breitet sich im Unterbauch aus. Neue Portion breitet sich im Unterbauch. Neue Portion noch mehr breitet sich im Unterbauch. Geht bis Wände von Körper und kann durch die Wände ausbreiten. Und Mensch kann das spüren, wie Energie pulsiert um den Körper. Das ist Lebensenergie. Sie bringen Energie in den ersten Kessel und hier Energie weiter, vergrößert, allein. Das ist Energie für Ihren Körper, sexuelle Energie, aber auch für den Körper, für die inneren Organe. Von dieser Energie geht Behandlung gegen altersbedingte Krankheiten. Die sind mit Älterungsprozess verbunden. Von diesem Älterungsprozess entwickeln. Mensch ist älter und älter, Organe sind auch älter und älter geworden. Und deswegen entstehen die Krankheiten. Funktion von den Organen senkt, weil Mensch verliert diese Lebensenergie. Aber jetzt sie bringen diese Energie in den ersten Kessel und hier passiert alchemischer Prozess. Energie vergrößert. Sie werden mehr und mehr Energie haben. Und deswegen Älterungsprozess geht umgekehrt. Mit dieser Energie läuft Verjüngungsprozess, ja, kann man so sagen. Mensch ist jünger und jünger. Innere Organe sind jünger und jünger und diese altersbedingten Krankheiten gehen weg, weil Organe sind jünger, anatomisch und Physiologie auch regeneriert. Das ist Philosophie von dieser Übung. Warum? Altersbedingte Krankheiten gehen weg mit dieser Übung. Wirbelsäule ist jünger und mehr elastischer wird. Herz wird jünger und mehr Kraft für eigene Funktion wird haben. Leber, Bauchspeicheldrüse mit mehr und mehr Kraft, jünger und jünger. Muskeln, Haut, Immunsystem, Nervensystem wird jünger und mehr Kraft für eigene Funktion haben. Jeden Tag, dieser Prozess geht besser und besser, wenn Sie Dao-Yoga machen. Und ohne Ende, hat keine Grenze. Nicht so in 3 Monaten so und kann nicht besser sein. Nein, wenn Sie machen weiter, noch besser, ohne Ende, ohne Grenze. Das ist großer Fehler, Dao-Yoga sagt, das ist großer Fehler, dass Mensch ist älter und älter ist. Er ist Sklave von Älterungsprozess. Dao-Yoga sagt, das ist Fehler.
Mensch hat Mechanismus, aber benutzt diesen Mechanismus nicht. Wie kann man jung bleiben und gesund, nicht mit altersbedingten Krankheiten? Das ist Fehler, Mensch ist faul, Mensch macht nicht diese Übungen, ja, oder verliert diese Kenntnisse und deswegen ist es so geworden. Das ist nicht normal, dass Mensch ist älter und älter ist. Mensch muss nicht so sein, sagt Dao-Yoga. Mensch hat andere Mechanismen. Das ist wie mit Herz. Wenn Herz arbeitet nicht, Blut fließt nicht durch Blutgefäße. Und Mensch stirbt. Warum? Weil er macht Fehler. Das, was von Natur, von ganzem Universum Mensch hat gekriegt, er benutzt das nicht. Deswegen Fehler und kriegt Krankheiten. Um zu leben, wir essen. Aber gibt es andere Ebenen. Um zu leben, muss man Dao-Yoga machen. Nicht, ich sage Dao-Yoga, das ist nicht spirituelle Yoga. Arbeiten mit eigener Energie, besser so sagen. Frei von diesen Begriffen sein, einfach benutzen eigene Energie, ihre Funktion, ihre Bewegung. Dieser alchemische Prozess, mit das muss man leben. Aktivieren immer. Dann kommt keine Fehler, Älterungsprozess. Zeigen. Es wurde heiß. Ja, Ja, unangenehm. Sie haben gleich Arm weggemacht, ja, warum? Genau, Warum? weil es unangenehm war. Und nach dem Sätze? Danach, beim zweiten Teil, ja, da habe ich erst nichts gespürt. Nichts gespürt. Ja. Aber ich habe länger gemacht, aber Ja. haben Sie keine Wärme gespürt, ja? Ein bisschen, Leichte angenehme. Wärme. Eine angenehme Wärme, ja. Ja, okay. Was haben Sie vorher gespürt? Das erste Mal war es heiß, dann habe ich weg. Und das zweite Mal nachher ich habe es einfach gemerkt, die Wärme. Es war recht ziemlich warm, aber Und Ihre Haare wurden verbrannt? ja. Wurde verbrannt. Ja, das geschmeckt, ja. Das bedeutet, war genug Feuer. Haare wurde verbrannt. Aber Haut hat keine Verbrennung gekriegt. Das ist wichtig. Wichtig nicht, auch wichtig, was spürt Mensch danach? Mensch hat nicht so starke Feuer gespürt, Wirkung von Feuer, ja? Und deswegen ich habe länger berührt Haut als vorher. Und Haut muss Verbrennung kriegen. Aber Haut keine Verbrennung gekriegt. Warum? Weil war Trancezustand, Verbindung zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Und Unterbewusstsein hat Information gekriegt und macht sofort chemische Veränderung im Haut. Haut kriegt keine Verbrennung. Chemische Veränderung. Ist nicht so wichtig, was spürt Mensch, aber spürt weniger Feuer und deswegen ich kann länger berühren. Wichtig, dass Mensch hat keine Verbrennung. Haare wurde verbrannt, war genug Feuer. Das Haare wurde verbrannt, aber Haut hat keine Verbrennung gekriegt, weil Unterbewusst hat sofort chemische Veränderung im Haut. So, was haben Sie gespürt? Also gleich am Anfang habe ich schon mit der Angst so gespürt, dass gleich was verbrennen wird und habe auch die Hitze gespürt. Und beim zweiten Mal war es am Anfang relativ kühl und ist erst zum Schluss dann warm geworden. So, und ich habe auch länger gemacht, Ja. aber Haut hat keine Hat keine Verbrennung. Verbrennungen. Nein. Keine Verbrennung, nichts. Gut. Okay. Ja, hat keine. Zeigen Sie, Ihr Arm ist dunkel, das ist von Feuer, aber keine Verbrennung, keine Haare. Gute Verbrennung, echt. Ja, was haben Sie? Ja, ich habe jetzt auch keine Haare mehr. Ja, also am Anfang weggezogen, aber das hat schon, also die Haare sind weg. Aber, Es ist schon warm geworden, aber erträglich. ja, aber nicht so wie vorher. Nee, Das erste Mal haben Sie sehr schnell Arm weggemacht. Warum? ich will mich ja nicht verbrennen. Also. Ja, aber das zweite Mal wollen Ja, Sie, das zweite Mal war gut, ja. Okay. Nein, vielleicht das erste Mal war sehr haben Sie Feuer gespürt, ja? Hitze von Feuer. Und das zweite Mal nicht so.
Es ist schon warm geworden, Ja, was gebrutzelt hat. ja, Also, ja, aber nicht so extrem wie das erste Mal. Nein. Deswegen sie konnten halten, Arm. Genau, ja, ja, das geht ja. gut, War nicht so schmerzhaft. Okay, und Sie? Das erste Mal fühlte sich beißend heiß an. Ich habe sehr schnell weggezogen, aus Angst. Ja. Und beim zweiten Mal war es sehr angenehm warm. Einfach, ja. Ja, und ich habe relativ am längsten berührt, aber keine Verbrennung. Ja. Das ist wichtig, keine Verbrennung. So, Das danke. ist von vorgestern am Topf. Ah, alles klar, das ist nicht von früher, okay. Gucken Sie, von Top sofort, ja, Ja. Was war das? Ich habe mich am heißen Topf, ich habe den heißen Topf berührt und mich sofort verbrannt. Ja, gucken Sie, Top, das ist keine Feuer und sofort Verbrennung. Das muss so sein, das ist normale Reaktion. Von Feuer muss auch sofort Verbrennung sein, aber keine Verbrennung, weil Unterbewusstsein hat chemische Zustand im Haut ersetzt, ja, und deswegen Haut kriegt keine Verbrennung. Okay, danke. Ich erkläre jetzt ein bisschen mehr. Menschen, die Dao-Yoga praktizieren, werden freier, verbessern ihre mentalen Fähigkeiten und können alles nach ihren Wünschen ändern. Das Ziel der Seminare, die in Deutschland und in der Schweiz stattfinden, ist, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, Dao-Yoga selbstständig zu praktizieren. Denn wie bei jeder Yoga-Form ist der Erfolg von Dao-Yoga abhängig vom Training, abhängig von der Intensität und Häufigkeit, mit der trainiert wird. Folgen wir Professor Lackmann bei ihrer ersten Übung. Ja, linke Bein mit rechten Bein. Kreuzen Sie bitte. Linke Hand, Daumen und Mittelfinger zusammen. Rechte Hand unten von linker Hand, Daumen in den Kreis. Zunge nach oben. Und Sie sitzen auf dem Rand vom Stuhl. So. Rücken ist ganz gerade. Ein bisschen mehr Rücken drücken. Ja, stark und dann entspannen Sie sich. Sie werden spüren, Sie haben fixiert Rücken. Ja, kriegen Sie dieses Gefühl. Sie fixieren Rücken. Mehr nach vorne drücken, mehr, stark. Und dann entspannen. Und Ihr Rücken wurde fixiert. So. Zunge nach oben, ein bisschen geöffneter Mund und gucken Sie nach vorne, ein bisschen nach oben. Suchen Sie den Punkt. Konzentrieren Sie sich bitte an diesen Punkt. Zählen Sie bis 7 ohne Blinzeln mit den Augen. Mit 7 machen Sie Augen zu. Entspannen Sie sich bitte. Entspannen Sie Ihre Stirn, alle Gedanken sind weg. Machen Sie Verbindung mit Ihrem inneren Universum. Innere Universum. Entspannen Sie Ihre Stirn, machen Sie Gefühl leicht und leer in der Stirn. Entspannen Sie Ihre Augen. Machen Sie Gefühl leicht und leer in den Augen. Entspannen Sie Ihre Wangen. Machen Sie Gefühl leicht und leer in den Wangen. Entspannen Sie bitte Ihren Mund. Machen Sie Gefühl leicht und leer im Mund. Entspannen Sie bitte Ihre Beine von unten nach oben. Und machen Sie Gefühl leicht und leer in den Beinen. Entspannen Sie bitte Ihre Arme von unten nach oben. Und machen Sie Gefühl leicht und leer in den Armen. Entspannen Sie bitte Ihren Bauch. Und machen Sie Gefühl leicht und leer im Bauch. Entspannen Sie bitte Ihren Rücken. Und machen Sie Gefühl leicht und leer im Rücken.
Entspannen Sie bitte Ihren ganzen Körper. Und machen Sie Gefühl leicht und leer im ganzen Körper. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie drehen Ihre Augen nach hinten, Sie gucken in den Kopf. Im Kopf suchen Sie den leuchtenden Punkt. Natürlich drehen Sie nicht die Augen richtig um. Nur mit Ihrer Vorstellungskraft. Stellen Sie sich vor, Sie drehen Ihre Augen nach hinten um und Ihre Augen, die ganze Leben lang nach vorne geguckt, gucken jetzt nach hinten, nach innen. Und suchen Sie den kleinen leuchtenden Punkt im Kopf, weit, weit hinten. So klein wie Reiskern. Leuchtender Punkt, das ist Ihre eigene Kern von Gott. Wenn jemanden sieht, diesen Punkt nicht, verzweifeln Sie nicht. Sie können diesen Punkt vorstellen, um weiter Übung richtig zu machen. Stellen Sie sich vor, diesen Punkt, und machen Sie feste Verbindung mit dem Punkt. Und gehen Sie zu diesem Punkt. Sie kommen näher und näher zu dem Punkt. Dieser Punkt ist größer und größer geworden. Und treten Sie in den Punkt ein. Sie sind jetzt im Kern von Gott. Im eigenen Kern von Gott, am stärksten Energie im ganzen Welt. Er ist immer stark, kann nichts verändern, dieser Kern von Gott. Jetzt aus dieser Quelle von der Seele, aus eigenem Kern von Gott, Sie gucken oder auf ganze Welt oder auf innere Welt, alles ist Informationsmaterie. Das ist Ursprung von Seele, von ganzem Universum. Gibt es Theorie über Urknall. Das ist dieser Platz. Und Sie sind da. Sie gucken jetzt auf Universum, auf ganze Welt von diesem Punkt. Nach außen, nach innen, nach innere Universum. Unendliche. Alles ist Informationsmaterie. Oder nach vorne oder nach innen. Nicht nur Kopf, große Welt. Und Sie sind jetzt im zentralen Energiekanal. Führen Sie den Punkt durch den zentralen Energiekanal nach unten bis zu dem Platz, wo Sie sitzen. Und dann von unten führen Sie den Punkt nach oben bis zu der Spitze des Kopfes. Nach unten und nach oben, das ist einmal. Wiederholen Sie diesen Vorgang 7-mal, diese magische Zahl 7. Diese Zahl verbindet uns mit Energiesäule. Diese Energie fließt von Hauptschöpfer, von Tiefere, von Universum. Wenn wir zählen bis 7 und gehen wir im Thronzustand oder machen wir jetzt diese Reinigung 7-mal, wir sind in dieser Energiesäule von Energie von Hauptschöpfer. Silberweiße Energie, sie fließt wie eine Energiesäule durch ihren Körper, durch ihr Energiefeld, wie Wasserfall. Und der Körper
Machegewebe auseinander. Professor Dr. Tatjana Lackmann hat mit der von ihr entwickelten Methode der paranormalen Chirurgie vielen Menschen geholfen, Symptome zu lindern, ja, Krankheiten vollständig zu heilen. Entferne das kranke Gewebe, das Spastik macht. Neben ihren Behandlungen, die das Unterbewusstsein mobilisieren, empfiehlt die Medizinerin das von ihr wiederentdeckte Dao-Yoga, das älteste Yoga der Welt. Mit Dao-Yoga kann die menschliche Fähigkeit zur Selbstheilung gesteigert und bleibende Heilung selbst bei von der konventionellen Medizin aufgegebenen Fällen erreicht werden. Ist besser, das ist besser geworden, Ja, ja? das war jeden Tag. Gut, Also es ist einfach verschwunden. super, okay. Normalerweise, Mensch macht alles ohne Verbindung zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Macht auf Folge von Krankheit, aber nicht auf die Ursache. Ursache ist im Gehirn, diese falsche Information und keine Wirkung auf diesen Bereich. Deswegen kommt alles zurück. Ja, Bewegung ein bisschen besser und danach kommt alles zurück, weil Krankheit sitzt im Unterbewusstsein und kämpft auf Selbst. Kämpft. Zuerst hilft und dann hilft nicht mehr. Und dann ist noch schlimmer und geht Entwicklung von Krankheit. Durch diese Methode geht weg und kommt nicht zurück, weil geht Information direkt in den Unterbewusstsein. Multiple Sklerose, Parkinson, selbst Wirbelsäulenskoliose und Krebswucherungen sind so zu bewältigen. Nach Erfahrung von Professor Lackmann können Menschen alles erreichen, wenn sie es nur für möglich halten. Und ich werde berühren Ihre Haut mit Feuer. Ja? Und konzentrieren Sie sich, wie Sie spüren den Feuer. Und wie schnell machen Sie Ihren Arm weg. Okay, heben Sie Ihren Arm. So. Und stecken Sie so Ihren Arm. So. Kontrollieren Sie alles. Wie gesagt, machen Sie alles weg. Stellen Sie Ihre Füße zusammen. Okay. Gucken Sie bitte nach vorne, nach oben ein bisschen. Konzentrieren Sie sich bitte auf einen Punkt. Ohne Blinzeln mit den Augen. Und schließen Sie bitte die Augen. Konzentrieren Sie sich bitte auf meine Stimme. Ich werde jetzt Ihren Arm mit Feuer verbrennen. Feuer, Sie werden wie leichte Wärme spüren. Ihre Haut kriegt keine Verbrennung. Ich werde jetzt Ihren Arm mit Feuer verbrennen. Feuer, Sie werden wie leichte Wärme spüren. Ihre Haut kriegt keine Verbrennung. Jetzt, ich werde Ihren Arm mit Feuer verbrennen. Feuer, Sie werden wie leichte Wärme spüren. Ihre Haut kriegt keine Verbrennung. Jetzt öffnen Sie bitte die Augen. Heben Sie bitte Ihren Arm.
Was haben Sie gespürt?